Die wichtigsten Themen für die Prüfung sprechen B1. Buch oder Hörbuch? Vorteile von Büchern. Sensorisches Erlebnis. Viele Menschen schätzen das Gefühl und den Geruch von physischen Büchern. Notizen und Markierungen. Man kann leicht Anmerkungen machen und wichtige Stellen markieren. Keine Batterie erforderlich. Bücher benötigen keine Energiequelle. Visuelle Gedächtnisstütze. Einige Menschen behalten Informationen besser, wenn sie lesen. Gestaltung und Typografie. Bücher bieten oft ein schönes Layout und eine durchdachte Typografie. Keine technischen Probleme. Bei Büchern gibt es keine technischen Ausfälle oder Kompatibilitätsprobleme. Sammelwert. Bücher können in einem Regal gesammelt und ausgestellt werden. Unabhängigkeit. Ein Buch kann ohne weitere Hilfsmittel gelesen werden. Nachteile von Büchern. Platzbedarf. Bücher können viel Platz einnehmen und sind schwer zu transportieren. Belastung für die Augen. Längeres Lesen kann die Augen belasten. Einhandbedienung schwierig. Beim Lesen in bestimmten Situationen, ZB beim Stehen in einem Bus, kann es unpraktisch sein. Nicht immer portable. Große Bücher oder mehrere Bände sind schwer mitzunehmen. Kann beschädigt werden. Wasser, Feuer oder einfach nur Verschleiß können ein Buch zerstören. Keine Multitasking-Möglichkeit. Beim Lesen kann man sich schwer auf andere Aufgaben konzentrieren. Preis. Einige Bücher, insbesondere Fachbücher oder Erstausgaben, können teuer sein. Eingeschränkte Verfügbarkeit. Nicht alle Titel sind in allen Regionen oder Sprachen verfügbar. Vorteile von Hörbüchern. Multitasking. Man kann zuhören, während man andere Tätigkeiten ausführt, ZB Autofahren oder Putzen. Schonend für die Augen. Keine Augenbelastung beim Hören. Portabilität. Hörbücher können leicht auf einem Gerät gespeichert und überall hin mitgenommen werden. Gut für Menschen mit Sehproblemen. Eine Alternative für Menschen, die nicht gut sehen können. Erzählstimme. Eine gute Erzählstimme kann das Erlebnis vertiefen und Charakteren Leben einhauchen. Einstellbare Geschwindigkeit. Man kann die Abspielgeschwindigkeit anpassen. Lernhilfe. Hörbücher können helfen, eine neue Sprache zu lernen oder die Aussprache zu verbessern. Verfügbarkeit. Viele Titel sind als Hörbuch verfügbar und können oft leichter gefunden werden als physische Bücher. Nachteile von Hörbüchern. Batterieabhängigkeit. Sie benötigen ein Abspielgerät mit Batterie. Vermissen von Details. Man kann leichter wichtige Details überhören. Weniger interaktiv. Man kann keine Notizen machen oder Textstellen markieren. Kosten. Einige Hörbuchabonnements oder Einzelkäufe können teuer sein. Technische Probleme. Es kann zu Ausfällen oder Kompatibilitätsproblemen kommen. Geringeres sensorisches Erlebnis. Das haptische Erlebnis eines physischen Buches fehlt. Tempo. Man ist vom vorgegebenen Lesetempo des Erzählers abhängig, auch wenn manche Apps Geschwindigkeitsanpassungen ermöglichen. Speicherplatz. Sie benötigen Speicherplatz auf einem Gerät oder müssen ständig online sein, um zu streamen.